Daedalic Entertainment. TQ Studios. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Candle, a Dynamic Graphic Adventure. So, und ich sehe... Okay, wir müssen mit den Pfeiltasten steuern. Neues Spiel. Wieder eines meiner Lieblingspublishers. Wie einige von euch ja wissen. Legend tells us that the gods created and destroyed the world 4 times. A ray of light beamed down from the sky and struck the earth. From it flowed water, spilling out over the mountains and plains. With it, life was born. After their intervention, the gods observed how this life expanded. Patiently, they watched its evolution and development. Trees spread over the arid earth, and the sky, previously grey and roiled by endless storms, turned calm. Time passed, and the ephemeral creatures that inhabited the world evolved. Intelligence and consciousness emerged. Some of the beings started to speak to their creators. They thanked them for having given their lives meaning, for things worth striving, and for dreams. With all this, something marvelous came into being: civilization. The different peoples multiplied and flourished in harmony, sharing knowledge and becoming wiser and wiser. The gods contemplated all of this with satisfaction. But then, something happened. These creatures, who had come so far, were invaded by ambition and greed. All the knowledge accumulated over centuries, all the advances, were now being used by some to dominate others. That's when the violence started. Wars broke out like a great storm, devastating everything in its path. Everything that these beings had achieved evaporated. The gods were furious. A great firestorm razed the earth and burned down its forests. The water that emanated from the mountains evaporated. The peoples were condemned, and all intelligent creatures vanished in the flames. Then the gods decided to try again. So viel zum Intro. As the teachings of his master flooded his mind, Teku opened his eyes. In front of him he saw all the stars in the firmament. Suddenly he heard a fire crackling nearby. The last thing he remembered were the voices of alarm. His home was being attacked. Then he staggered to his feet. There was no time to lose. So, und jetzt können wir uns bewegen. Ich will gerade mal gucken. Guck mal hier, wir haben Untertitel. Den mache ich mal kurz an. Das haben wir jetzt im Intro leider nicht, aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ihr werdet der englischen Sprache ein wenig mächtig sein. Und wir machen weiter. Halte Shift gedrückt, um zu laufen. Mit Shift können wir rennen. Space um vorwärts und um Vorsprünge. Okay. So, wenn du dich im Feuer näherst, drücke S.
Du kannst die... Geh nun wieder runter. Abfangen. Zack. Machen wir. So. Hier können wir eine Fackel nehmen. So, kaputte Fackel. Die Fackel war zerbrochen, als sie aus der Halterung in einer Dorfhütte gerissen wurde. Aber sie war immer noch gut genug, um eine Flamme zu entfachen und zu tragen. Teco couldn't go on. It was too dark. So, pass auf. Die Kerze muss brennen. Dazu müssen wir ganz kurz hier hin. So, Moment. So, und jetzt? Inventar, aber ich habe keine Maus. Teleport speichern. Yes. Ah, guck mal hier. Du wirst im Laufe deines Abenteuers öfter an die kleinen Fackeln geraten. Entzünde sie auch, um deine Kerze immer wieder einfachen zu können. So, jetzt machen wir hier an. Oh no! That poor man told Teco what happened. The tribe of the Wakcha had attacked the village and captured prisoners. One of them was Yaka, the tribe's shaman. He had to do something. Okay. Ist er jetzt tot? Oh. Oh nein, ein Wackerkrieger. Wenn er einem Feind begegnet, wird Teco versuchen, sich heimlich zu bewegen, um keinen Lärm zu machen. Du solltest in der Nähe von Feinden nicht laufen oder springen. Verlasse leise die Hütte. Einige Feinde werden deine Kerzen bemerken, wenn du ihnen zu nahe kommst. Lösche sie mit D. Entzündet eine Kerze wieder. Sehr schön, haben wir ihn einfach mal heruntergeschlagen. Kann Geheimnisse aufdecken. Okay. Aktiviere einen Charakter, werde darauf reagieren. Drücke D und benutze den Lichtblitz, um zu entkommen. Müssen wir wahrscheinlich hier drin stehen. Haben wir ihn einfach mal die Klippe runtergestürzt. Sehr schön. So, möchte ich speichern? Ja, ich möchte mal speichern. So. Wir sind im Sumpf. Before going into the forest, Teco looked back one last time. His village, once full of life, was now an immense flame that reared up against the darkness of the night sky. The few survivors left waved goodbye to Teco in a small gesture of hope. The tears streamed down their masks as they thought about all that had been lost. But there was no time to lose. He was determined to find Yaka and the rest of his men. After all, a light guide must never abandon its shaman, no matter what. After 3 hours of crossing the forest, as he followed the trail of the Wakchas,
The first rays of sun started to filter through the branches of the trees. When he emerged from the thicket, Teku stopped at the foot of a cliff. The captor's trail ended there. There was a large marsh down below, and a few bonfires dotted the landscape. It could be them. Teku leaned out over the abyss, trying to figure out the best way of getting down, without realizing that the ground he was walking on was giving way under his weight. His adventure was about to begin. Ist schön gemacht, muss ich sagen. Wake up, Teku. Come on. So, wir drücken mal S. Auf nach oben. Vor allem das ganze Zeug ist gezeichnet. Das muss man sagen. Das verlangt Respekt. Achso, warte mal. Das muss ja bestimmt hier rüber. Dass wir da hochkommen. So, müssen wir jetzt öfter S drücken? Ja. Da steht eine Flasche. Ich weiß noch nicht, wofür wir die brauchen. Aber wir haben sie mal. So, Feuer können wir, glaube ich, nicht entzünden. Nee, leider nicht. Unsere Flamme ist ja aus. Da ist ein Frosch oder irgendwas. Das Viech hat uns gefressen. Wir sind tot. Okay, gut zu wissen. Es gibt Gegner. Da müssen wir also aufpassen. So, hier sind wir erstmal safe. Was haben wir denn hier? Ach, hier können wir speichern. Okay. Dann klettern wir doch mal hier hoch. Ich finde das Spiel an sich schon sehr nice gemacht. Muss ich zugeben. Nächste Leiter. Mal schauen, wo wir auskommen. Teku observed the gigantic carved rock. It appeared to be an effigy of a powerful toad. It must represent somebody important. Nevertheless, the wooden structure didn't seem very stable. Ja. Wissen wir Bescheid? Ich dachte eigentlich nicht, dass das Ding losrollt. Okay, wir müssen hier auf sehr vieles aufpassen. Hat auch sehr gut funktioniert. Problem ist, wenn ich hier drauf springe,